Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report. Heute mit dem Thema der fallende US-Dollar und die Goldaktienrallye. Disclaimer. Wenn die 15-jährige Dollarstärke, wie im Chart zu sehen ist, weiter abnimmt und durch die untergestrichelte Linie der Bullenflagge durchbricht, wird das nach unserer Einschätzung die größte Goldaktienrallye auslösen. Bis dahin ist noch genügend Platz, um den ersten Teil der versteckten Goldaktienrallye zu durchlaufen, bei der die meisten Aktionäre noch gar nicht dabei sind. Die meisten stecken noch in Standardaktien und Kryptowährungen, weil man ihnen trotz schwindelerregender Höchstkurse noch viel höhere Kurse in Aussicht gestellt hat. Erst wenn diese Anleger erkennen, dass da aktuell kaum Bewegung drin ist, wie in den bereits steigenden Goldaktien, werden sie in Fear of Missing Out verkaufen und sich auf Goldaktien stürzen. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, dass die Erwartungen an Standardaktien und Kryptos nicht erfüllt werden. Und dann wird man sich schleunigst nach anderen Anlagealternativen umschauen. Und sind mit Sicherheit neben physischen Gold und Silber eben diese extremst unterbewerteten Goldaktien, gerade weil die jetzt beginnen, Dynamik zu zeigen. Gerade wenn dann Gold sich über 2000 etabliert, wird es auch für breite Anlegerkreise sichtbar. Dann geht das Geld rein, das ist ein sehr enger Markt und das könnte dann überproportionale ja, Steigerungen mit sich bringen. Aber unabhängig davon, die historischen Goldaktien-Rallye fallen meist immer zusammen mit einem sogenannten fallenden Dollarindex. Und das steht eben auch bevor und das unterstützt sozusagen die Goldaktien-Rallye. Ja, hier ein angehender Gold- und Silberproduzent, extrem hohes Risiko allerdings, Mexiko, USA und auch Deutschland operiert da. Das Unternehmen hat 4 Projekte mit insgesamt 1 Million Unzen Gold, allerdings Low-Grade und 30 Millionen Unzen Silber, das allerdings High-Grade. Es ist eine Produktion von ca. 80.000 Unzen Gold und 1,5 Millionen Unzen Silber pro Jahr anvisiert. Beispielsweise aktuell das Plataso-Gebiet in Mexiko produziert 1 Million Unzen hochgradiges Silber. Ja, also die haben auch La Negra ist ein sehr interessantes Gebiet und das Gold haben sie oben in Idaho mit ungefähr 1 Million Unzen, allerdings Low Grade. Dann haben sie noch ein Projekt, das vermutlich nicht weiterentwickelt werden. In Silver City oder Silver City heißt das Projekt in Sachsen, wo auch in der Historie hochgradiger Bergbau, also Silber abgebaut werden würde. Sie sehen hier einige Proben, 1043 Gramm pro Tonne und auf 1,3 Meter beispielsweise. Das Ganze ist 40 Kilometer westlich von Dresden, 340 Quadratkilometer. Es handelt sich um ein ausgedehntes Silber-, Gold-, Blei-, Zink-, Kupfersystem. Mittlerweile wurden 12.000 Meter erbohrt. Aber wie gesagt, da gibt es eben Gerüchte, dass das sozusagen ausgegliedert wird. Ja, insgesamt die Aktie hat eben sehr gelitten, aber Sie haben gesehen, es gab eben doch Anstiege, wenn Sie auf das mittelfristige Chart schauen von 2020, wie schnell solche Aktien auch ausbrechen können. Nun, natürlich ist jede Form von Fantasie raus. Nichtsdestoweniger haben die im Vergleich zur Marktkapitalisierung 8 Millionen Dollar, eine riesige Anzahl eben von Gold und Silber, meiner Meinung nach sehr attraktive Projekte, eben die beiden hier in Mexiko und das andere in den USA, in Idaho. Und wenn die Stimmung sich am Markt drehen könnte, könnte das unter Umständen ein Gewinner sein. Wie gesagt, das ist allerdings ein extrem hohes Risiko, aber trotzdem wollte ich Sie einfach darüber informieren, dass es solche Aktien gibt. Ja, auch noch hier La Negra, da habe ich noch vergessen zu erzählen, auch da ist noch viel Zink, Kupfer und Blei auch als Nebenprodukte. Das heißt, es sind eigentlich eine ganze Menge Ressourcen, die mit fast nichts bewertet sind. Das muss man sich bewusst machen. Gut, wie auch immer, extrem hohes Risiko, aber auf alle Fälle eine Aktie, von der man mal gehört haben sollte. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2.000 $ auf 8.500 $. Warum denken wir das? Weil die Chartdynamik ähnlich ist. Also
Wir haben eigentlich, das sah hier in den 1970er Jahren ähnlich aus. Da ging es dann, als Nixon den Goldpreisbindung freigegeben hat, ging es bei $35 hoch, bis 1974 auf $200. Was man wirklich vergleichen kann mit den $350, die Anfang der 2000er Jahre gestartet haben. Da ging es dann ja auch auf ca. $2000 2011. Das ist eigentlich im Prinzip Anstieg mit einer Null mehr gewesen. Dann ist es auch korrigiert auf $100 und mittlerweile wieder angestiegen Richtung $200, genau wie jetzt aktuell 2000. Und jetzt nehmen wir einfach an, diese negative Stimmung am Markt ist nichts weiter als identisch, was hier passiert ist. Hier wurden alle nochmal rausgeschmissen sozusagen, die investiert waren oder die Stimmung zerstört, dass möglichst wenig Leute im Gold- und Silberaktienboom teilnehmen. Denn wenn es mal losgeht, geht es unheimlich schnell hoch, man kommt kaum hinterher. Und auch die Penny Stocks Aktien, Sie sehen hier die Resultate von damals, 5, 10, 20 Cent auf 10, 20, $30, auf $1000 konnte man relativ easy 100, 200, 300.000 machen. Unvorstellbare Performance. Und wir glauben, es steht in irgendeiner Art und Weise jetzt bevor, weil die Gold- und Silberaktien im Vergleich zu den 1970er Jahren noch viel, viel tiefer bewertet worden sind. Dafür ist möglicherweise steigt Gold auch jetzt nicht um das Vierfache. Das wird möglicherweise mit Derivaten etc. verhindert. Sie kennen unsere Analysen für Gold und Silber. Das ist irgendwo ein Wert für Gold bis zum ersten Quartal nächsten Jahres, irgendwas zwischen 2300 und 2600 und Silber irgendwie ja um die 40 plus minus 5 und vielleicht oder vielleicht wird die 50 auch nochmal übertroffen, wie auch immer, so dieser Art. Und das sagen eben die Statisten, denen wir folgen. Und das hat für uns eine erste Priorität. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass sich die Story hier von 1979, das also war im Prinzip innerhalb von einem Jahr, kam es zu diesem Mega-Anstieg und das hat eben diese extreme Goldaktienrallye freigesetzt. Das müssen wir einfach tatsächlich abwarten, was jetzt auf uns zukommt. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Eben dieser moderate Anstieg eben auf zum Beispiel Gold 2300, 2400. Das ist dann nicht viel mehr als ein Anstieg um das vielleicht 20%, 25%. Und Sie müssen sich bewusst machen, dass im gleichen Zeitraum Goldaktien eben um 2000, 2500% steigen können. Und hier sehen Sie so die Beispiele. Gold steigt hier um 15% oder 20% und hier geht es eben von 2 Cent auf 36 Cent hoch. Also fast einfach schon mal eine Verzwanzigfachung. Wenn Gold sich da, also das sind eben fast 2000%. Und wenn Gold da eben mit 20% dasteht. Also ist einfach eine Realität, dass in der Anfangsphase der Goldaktien und Silberaktien, Bullenmärkte eben diese Penny Stocks, die wirklich von den Toten in Anführungsstrichen aufstehen, ähm, wirklich 100-mal besser sind als Gold. Ich sage nicht, sie steigen 100 und das kann in Einzelfällen selbstverständlich auch passieren, aber sie sind eben 100-mal besser als Gold und Silber selbst. Das ist das Entscheidende. Und es ist auch kaum bekannt, dass es da so einen gigantischen Hebel gibt. Aber das beobachten wir immer wieder und immer wieder. Deswegen weisen wir auch darauf hin. Das ist relativ einmalig. Oder sehr selten, sagen wir es mal so. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Hier auf der rechten Seite werden Goldaktien und Gold in Relation gesetzt und dann sehen Sie, dass 1996 aus kaum nachvollziehbaren Gründen eigentlich in der Abwärtsgang sind. Also Goldaktien werden seit 1996 im Schnitt immer günstiger. Erst jetzt haben sie ihren Boden gefunden und die Statisten glauben eben, dass diese Unterbewertung, die wir hier sehen, mit einem überproportionalen Anstieg beendet wird. Und das würde sich natürlich total auswirken auf unsere Gold- und Silberaktien, Pennypreise. Das ist ganz klar. Weiterhin sind sogenannte Junior- und Explorationsaktien strukturell weniger bewertet als Gold. Und das heißt, man kann hier von einem Gap, von einer Lücke sprechen, die möglicherweise dann schnell beendet wird, wie zum Beispiel im Jahr 2002. Und auch das ist ein unheimliches Konjunkturprogramm für die Penny-Gold-Aktienkurse. Überhaupt keine Frage. Also wir haben mindestens zwei Gründe, die für Penny-Gold-Aktien, also Top-Penny-Gold-Aktien, soweit es eben möglich ist, die zu identifizieren ist. Ja, wie hätte man 1970 in den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Ich meine, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, einfach Penny Stocks
Goldaktien kaufen, wenn der Markt unattraktiv ist, natürlich gute, natürlich das Selektieren, verkaufen, nicht sein Schicksal an einer einzelnen Aktie machen, sondern mehrere. Es gibt von diesem Typus, diese Hochpotenzialaktien bestimmt insgesamt 50 bis 100 Aktien, mehr oder weniger. Die muss man versuchen zu identifizieren, nachzukaufen, verteilen und so. Und dann wird man noch einige, sag ich mal, Kracher dabei haben, die dann vielleicht, so wie damals, dann um das Hundertfache gestiegen werden können. Die Frage ist, was macht man dann mit dem Geld, wenn wir dann so einen Fall haben? Also einfach im Prinzip investieren, liegen lassen, bis dann die Flut sozusagen einsetzt. Und Sie sehen, wie schnell Goldaktien reagieren können. Und was macht man denn Gewinne? In 1970 wäre es dann eben ganz gut gewesen, hätte man die Gewinne realisiert und zum Beispiel in Top-Aktien oder Top-Fonds wie Berkshire Hathaway investiert. Und Berkshire Hathaway hat sich zum Beispiel dann von 1980 bis zum Jahr 1999, da war ja neue Markthoch, um das 228-fache bewegt, also aus $50 in Goldaktieninvestition, vielleicht irgendwann 1976, 75, who knows, wann man hätte beginnen können, hätte dann langfristig bis 1999 1 Million gebracht. Meiner Meinung nach ist das die absolute Antwort hier auf diese Rentendiskussion, weil wir können nicht Systeme befüttern, wir können also nicht eine Verzerrung weiter befüttern. Also das heißt, die Implosion bei Standardaktien, bei Häuserpreise oder auch bei Bargeldrücklagen, Staatsanleihen und so weiter, die wird kommen, die Wertimplosion. Und bei Gold stehen wir vor einer Explosion. Und deswegen müssen wir so viel davon möglich in der Hand haben, wie es ist. Und wenn diese Übertreibung ist, reinvestieren. Also 1980 ging das ziemlich elegant mit 2 Klicks und man hatte eigentlich aus wenigen Dollarbeträgen langfristig ein Vermögen erzielen können. Das ist einfach unglaublich, finde ich. Gut, das ist der Blick zurück. Das ist immer leicht zu sagen, aber das soll ja die ein oder andere Anregung beinhalten, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Ja, Goldaktien werden viele, sag ich mal, Neider haben. Also zum einen wird das natürlich wie ein Läufer sich verbreiten. Der Markt ist sehr eng, alle wollen reinkommen, es wird total explodieren und dann muss man im Prinzip verkaufen. So ist es. Also erstmal von dem her sehen, wird es auch viele Verlierer geben. Denn wenn irgendjemand da für 50 Bäcker 5 Euro für 100-fachung hat, dann wollen die Leute das auch haben. Aber das sind dann die einen diese Aktien dann abkaufen müssen. Das ist einfach so. Ähm, aber auch die minenproduzierenden Länder könnten sich vergreifen an den Assets. Und das könnte auch zum Absturz der Goldaktienkurse bringen. Da müssen wir aufpassen. Noch freut man sich über Arbeitsplätze etc. Aber mittelfristig mag es problematisch werden. Genau wie unser eigenes Bankensystem, das schon mit Milliardenaufwand gerettet werden müsste. Und deswegen empfiehlt es sich eigentlich, sich tatsächlich selbst als Bank zu sehen. Ich meine, das ist wahrscheinlich die Konsequenz hier, die wir dieser Zeit schulden. Jeder muss komplette Selbstverantwortung übernehmen, eigene Bank sein, weil Rentensystem implodiert, Einkommensquellen verschwinden. Es wird echt problematisch. Und vielleicht Bankenschließung. Also und dieses Goldaktienprinzip soll einfach helfen, diese Dazwischenzeit zu diesem Punkt optimal auszugestalten. Sprich, Gold und Silber zu maximieren, das man vielleicht noch hat, beispielsweise. Gleichzeitig kann man eben auch davon leben in schwierigen Zeiten, ohne Gold und Silber zu verkaufen. Also das finde ich sind die Vorteile. Aber trotzdem kommt man möglicherweise, ist es eben nicht so wie in den 1970er Jahren, wo man die ganzen Goldaktien dann einfach an Top-Aktien reinvestieren könnte. In Ansätzen würde ich das trotzdem machen, einfach um es gemacht zu haben, weil man keiner in der Kristallkugel sitzt, aber vielleicht nur mit 5% der Goldaktiengewinner, wie auch immer. Ja, Fazit, Multiplikation der Ereignisse. Also wir müssen im Grunde genommen diese verschiedenen Dynamiken, mit diesen Dynamiken, die jetzt entstehen, müssen wir versuchen zu partizipieren, Gewinne machen und diese Gewinne miteinander multiplizieren. Das heißt, wir versuchen jetzt an der Goldaktienrallye zu partizipieren, wo vielleicht jetzt diese Aktien, ich meine, das ist jetzt ein Blick in die Zukunft, vielleicht in der Rallye viele vielleicht in das 25-fache steigen, dann kann man da zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen, wobei wir wissen, dass die Maximalwerte für Gold bei 8.000 Kaufkraft und Silber 300 Kaufkraft liegen. Also im Schnitt vielleicht eine Vervierfachung.
des so generierten physischen Metalls, dass sie dann irgendwo seine Maximalwerte erreichen und dann muss man reinvestieren, was auch immer an der Börse übrig geblieben sind, wie Top-Fonds, Top-Aktien, vielleicht auch einfach Immobilien oder etc. Ja, 1000 Becker-Report, die versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie Informationen weiter im YouTube-Anhang. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Ja, die sind zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, das auch ziemlich günstig. Eine Überweisung schon ist das Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz eingespeichert. Genauso leicht ist der Verkauf. Sie können sich das auch ausliefern lassen und es ist keine Mindestinvestition. So, unter Umständen einfach eine sinnvolle Alternative zu den Edelmetallhändlern, gerade wenn die stark frequentiert sind, unter Umständen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch noch die Glocke betätigen. Das wird dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.